Wir haben einen Blick auf die Essenzen des ersten Sets der Orchideen geworfen, das eine ideale innere Entwicklung verfolgt, und anschließend einen auf das zweite Set, dessen Essenzen sich mit den Problemen des Alltags auseinandersetzen. Haben Sie die verpasst? Dann schauen Sie sich doch bitte die beiden Videos noch an. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video hier. Die Sache mit dem Denken führt zwangsläufig zu einer Sinnfrage. Egal wohin wir uns wenden und welche Kultur wir in Augenschein nehmen, an irgendeinem Punkt ihrer Geschichte stellten sich die Menschen die Frage nach dem Sinn, dem Woher und Wohin. Nachdem es uns gelungen ist, mit Hilfe des kausalen Denkens Fortschritte der Lebensqualität zu erreichen, musste die Frage einfach aufkommen: Warum sind wir überhaupt hier? Diese Frage ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Religionen geben sehr wohl Antworten, teilweise aber auch wieder paradoxe. So glauben Christen, dass es einen Schöpfer gibt, womit wir eine Ursache hätten. Doch dessen Wege sind nun mal unergründlich, was darauf weist, dass wir nicht verstehen können, was seine Ziele sind. Ansonsten wären die Wege ja nicht unergründlich, sondern nachvollziehbar, womöglich gar vorhersehbar. Andere Glaubensrichtungen beantworten die Frage anders. Und Orchideen beantworten sie selbstverständlich gar nicht. Sie sind, was sie sind. Sie können uns nur begleiten auf der spirituellen Reise durchs Leben, indem sie menschliche Basisfähigkeiten und Eigenschaften fördern, die spiritueller Erkenntnis dienen, egal ob und welchem Glaubensbekenntnis man anhängt. Doch philosophieren wir nicht weiter, sondern schauen uns das mal konkret an. Die erste Orchidee des Sets heißt Listen. Und das ist genau das, was sie in uns stärkt, die Fähigkeit zuzuhören. Kinder scheinen empfänglicher für unhörbare und unsichtbare Signale zu sein. Persönlich hatte ich ein gutes Verhältnis zu meiner Oma und es geschah mehr als einmal, dass unser Telefon klingelte, kurz nachdem ich an sie gedacht hatte. Ähnliches erlebte ich später, wenn Anrufer schlechte Nachrichten überbrachten. Ich hatte eine dunkle Ahnung, es sei irgendetwas passiert, und kurz danach klingelte das Telefon. Ich bin ziemlich sicher, dass sich der Klingelton nicht ändert, wenn jemand einem etwas Schlechtes mitzuteilen hat. Bei anderen scheint die Feinfühligkeit und Aufnahmebereitschaft noch schärfer gestellt. Eine Freundin wachte nachts schreiend auf, nicht aber durch einen Albtraum oder einen Einbrecher oder sonst etwas erschreckt. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass genau zu diesem Zeitpunkt ihr Freund verstorben war, der sich damals in England befand. Es scheint also Menschen zu geben, die für die Informationsübertragung auf nicht nachweisbaren Kanälen empfänglich sind. Ist es Ihnen auch schon mal so gegangen, dass Sie vor dem Betreten eines Raumes ein Gefühl erfasste, dass darin irgendwie dicke Luft herrschte? Dann brauchen Sie diese Essenz vermutlich nicht. Listen ist also nicht nur im wörtlichen Sinne als Hilfe fürs Hinhören zu verstehen, sondern eher allgemein als aufmerksamkeitsfördernd zu betrachten. Gehen in Gesprächen, besonders in Streitgesprächen, die Untertöne verloren? Kommt es zu Konflikten, weil man den anderen und seine Intentionen nicht versteht? Schon weil man weiß, was er sagen wird und gar nicht richtig hinhört. Dann könnte es die Verständigung verbessern, indem man weniger auf das innere Geplapper, den gedanklichen Autovervollständigungsmodus und die inneren Bewertungen hört, die sich gerne zwischen das Gesagte und das Aufgenommene drängen. Das gilt für alle Sinneskanäle. Wer dazu neigt, auf den ersten Blick hin ein Urteil zu fällen, hat wenig Chancen, das Sichtbare in all seinen Nuancen aufzunehmen. Vielleicht verbirgt sich hinter der Schmiererei ein Kunstwerk.
Vielleicht wollen uns Tiere und Pflanzen etwas mitteilen. Das tun sie ja sowieso. Jeder erkennt an den hängenden Blättern, dass die Pflanze Durst hat. Aber vielleicht gibt es darüber hinaus noch etwas anderes zu erfahren. Listen öffnet unsere Sinne, macht aufnahmebereit und lenkt den Fokus auf das, was uns mitgeteilt wird und weg von dem, was wir gerne hören möchten. Auch wenn man mit sich selbst spricht, nach innen lauscht und meditiert. Wer niemals Antworten auf seine drängenden Fragen erhält, der kann es einmal mit Listen versuchen. Sich für Informationen über bisher unbekannte Wege aus noch unentdeckten Quellen zu öffnen, stellt eine gute Voraussetzung für die folgende Orchidee dar. Sie heißt Dream, Träume. Es geht ums Träumen, und zwar nicht allein um das im Schlaf stattfindende, sondern auch das tagsüber, auch wenn es ein bisschen anders funktioniert. Es werden aber beide Phänomene, die wir als Traum bezeichnen, von dieser Blüte angesprochen. Ja, auch das Tagträumen, das Kinder in der Schule in Schwierigkeiten bringt, es ist nichts Schlechtes. Nachteil, es holt einen aus der Gegenwart. Das kann nützlich sein, wenn die Gegenwart unerträglich ist, aber weniger, wenn Fokus und Konzentration erforderlich sind. Wer mit gefährlichen Maschinen arbeitet, sollte sich davor hüten. Auf der anderen Seite bedeutet der Verzicht auf Tagträumerei auch Verzicht auf den Zugang zur Weisheit seines Unbewussten, das manchmal in der Fantasie Dinge miteinander verknüpft, die auf den ersten Blick unvereinbar erscheinen. Geistesblitze und Erkenntnisse kommen oft zustande, wenn man seine Gedanken einfach schweifen lässt. Das entspannt und fördert sogar das Wohlbefinden, weil es sich in der Regel im Alpha-Zustand abspielt, wenn unsere Gehirnwellen einen ruhigen und beruhigenden Rhythmus annehmen. Des Weiteren kann Tagträumen auch motivieren. Wenn man sich seine unbewussten Ziele vor Augen holt, stärkt das den Wunsch, sie zu erreichen. Genauso kann man sich seiner Träume im Schlaf bewusst werden, was ein überwältigendes Erlebnis sein kann. Manchmal auch so überwältigend, dass man sofort aufwacht, weshalb man ein wenig üben muss. Wenn es einem aber gelingt, kann man im Schlaf durchspielen, was einem tagsüber noch nicht gelungen ist. Wird es im Traum gefährlich, kann man sich abwenden und auf etwas Schönes konzentrieren. Oder man kann sich der Gefahr stellen. Sie ist ja nicht real, und wenn es brenzlig wird, dann kann man ja immer noch aufwachen. So bewirkt das Training in der Fantasie bzw. im Traum, sich der vielleicht manchmal recht harschen Realität stellen zu können, und zwar selbstbewusst und zielgerichtet. Muss man halt ein bisschen üben. Aber das Üben wird durch die Orchidee Dream unterstützt. Eine besondere Last, die einem Leben und Seele beschweren kann, besteht in Vorwürfen, Anklagen oder gar Rachsucht, die im Innern ein eigenes Leben zu führen scheinen. Wer auf Rache aus ist, der grabe zwei Gräber, lautet ein chinesisches Sprichwort. Wer jemandem etwas heimzahlen will, dessen Groll wird ihm selbst zu schaffen machen. Er trägt die Anklage mit sich herum wie eine Last und hofft, wenn sein Gegner bestraft ist, würde sein Leben wieder einfacher. Es kann aber ebenso gut sein, dass die Genugtuung ausbleibt, weil die Vergeltungssucht sich in die Persönlichkeit eingeprägt hat und einen missgelaunten Zyniker aus einem gemacht hat, der man auch dann noch bleibt, nachdem die Rache einmal vollzogen ist. Die Kunst der Vergebung stellt die Lektion der Orchidee Forgive dar. Vergebung kann befreiend wirken. Ich muss nun keine Energie mehr aufbringen, um weiter zu grollen. Endlich kann ich ein Kapitel abschließen und mich wieder Neuem zuwenden, zum Beispiel meinem eigenen Wohlergehen.
Vergebung hat etwas Selbstermächtigendes. Sonst fügt man dem Schmerz durch Betrug und Verlust, der Verleumdung und dem erlittenen Schaden ein verpestetes Leben hinzu, das eigene nämlich. Man gibt seinem Widersacher, indem man ihn zum Feind erklärt, die Macht über sich selbst. Es erinnert an das Bild, wenn man sich gegen eine Wand stemmt, bis es weh tut. Geht man nur einen Schritt zur Seite, hört es auf zu schmerzen. Aber wenn man findet, man müsse etwas gegen diese Wand unternehmen, dann nimmt man das eben in Kauf. Die Tatsache, dass der Feind noch lebt und es ihm womöglich gut geht, sorgt dafür, dass man selbst leidet. Kann man es einem Gegner noch leichter machen? Eine spirituelle Reise ist im Grunde undenkbar, solange man keinen Frieden schließt. Mit Widersachern, aber mehr noch mit sich selbst. Wenn ich heute die Welt verlassen müsste, würde ich meine Last mitnehmen wollen? Und wenn ich heute die Welt nicht verlassen muss, will ich meine Last morgen noch tragen? Wer das Tragen solcher Lasten unnütz, hinderlich und energieraubend findet und sie lieber hinter sich lassen möchte, egal wohin ihn seine Reise führen mag, der kann Forgive nutzen, um das Kriegsbeil zu begraben und sich in Frieden der Zukunft zuzuwenden. Vergebung ist gewissermaßen die Voraussetzung für die folgende Blüte: Trust, Vertraue. Als soziale Wesen in einer komplexen Welt sind wir auf andere angewiesen. Oberflächlich ist das ganz offensichtlich. Ohne Ahnung von Herstellung von Kleidung, Lebensmittel oder von Medizin bin ich auf Leute angewiesen, die etwas davon verstehen. Ohne Vertrauen in diese Menschen ist Entspannung unmöglich. Wenn ich jederzeit auf der Hut sein muss, ob mich derjenige nicht betrügen, hintergehen oder vielleicht gar vergiften will, mit dem ich gerade zu tun habe, dann wird mein Leben sehr anstrengend. Natürlich kann man sein Frühstücksbrötchen auseinanderpulen, um nachzuprüfen, ob ein böswilliger Geist Glassplitter hineingebacken hat. Man kann auch dem Elektriker die ganze Zeit über die Schulter schauen, um zu verhindern, dass er den Föhn unter Starkstrom setzt. Oder Acht geben, dass der Mechaniker meine Bremsleitungen nicht durchtrennt. Das klingt jetzt sicher übertrieben, gar absurd, aber viele Menschen verhalten sich in ihren wichtigen Beziehungen ganz ähnlich. Ein eher abschreckendes, aber nichtsdestotrotz wahres Beispiel stellte der Mann dar, der mit seiner Freundin in einem einsam gelegenen Haus im Wald lebte. Sein Mangel an Vertrauen ließ ihn mit einem Stock eine kaum sichtbare Linie über den Feldweg ziehen, der zum Haus führte, sodass er jederzeit nachprüfen konnte, ob seine Freundin während seiner Abwesenheit das Grundstück verlassen hatte. Oft sind es Außenseiter, die sich gar nicht bewusst sind, was sie verpassen, wenn sie niemandem vertrauen. Aber auch alle anderen können ab und zu einen kleinen Booster dieser Energie vertragen. Ein Leben ohne Verletzung und Enttäuschung ist unvermeidlich. Ein Leben ohne Erholung davon unerträglich. Das ursprüngliche Vertrauen wiederherzustellen, dient die Orchidee Trust. Sie bringt der Seele Frieden und holt einen zurück ins Leben, wenn man irgendwo vom Weg abgekommen ist. Ich wollte nur mal Danke sagen. Ich habe zu viel einfach für selbstverständlich gehalten. Vielleicht ist mir noch aufgefallen, dass die Kinder, wenn ich mal wieder zu spät nach Hause komme, zu den Nachbarn gehen, es dort warm haben, etwas zu essen bekommen und sich beschützt fühlen. Dann gehe ich doch mal rüber, bringe eine Kleinigkeit als Ausdruck meiner Dankbarkeit mit und drücke sie auch in Worten aus. Das trägt zum Erhalt guter Beziehungen bei, es basiert auf Vertrauen und es fügt ihnen den Aspekt des Danks hinzu.
Vielleicht kann das der Ausgangspunkt dafür sein, sich auch um andere Dinge zu kümmern, vielleicht sogar mich selbst. Wie lange kann ich meinen Körper vernachlässigen? Ja, ich weiß, ich sollte mich mehr bewegen, ich sollte mich gesünder ernähren, ich sollte öfter mal eine Pause einlegen. Ich weiß. Die Motivation verändert sich schlagartig, wenn ich die Dankbarkeit in mir entdecke. Verwechseln wir nicht Dank mit Schuldgefühlen, was manche Menschen durchaus tun. Bekomme ich etwas Gutes, regt sich in manchem der Gedanke, etwas dafür zurückgeben zu müssen. Aber Moment mal, das war gar kein Darlehen. Dankbarkeit ist keine Währung. Dankbarkeit ist ein Gefühl, das Frieden schafft, das einen erfüllt und befriedigt. Und genauso wie man sich selbst vergeben kann, kann man auch mal sich selbst dankbar sein. Das mag ein ziemlich ungewöhnlicher Gedanke sein, aber probieren Sie ihn einfach mal aus. Ich bin dankbar, ein schlagendes Herz zu haben, zum Beispiel. Dankbarkeit kann man nicht erzwingen, man kann sie nur fühlen. Und dafür muss man überhaupt erstmal bereit sein, irgendetwas zu fühlen. Thank, Orchidee, reißt innere Barrieren ein, die einem die Sicht auf das Gute im Leben versperren können, sodass manchmal Angst und Misstrauen das Gefühl des Danks überschatten. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, in dem die vorherige Entwicklung einen Höhepunkt findet. Man wagt den großen Sprung. Man hat sich innerlich gereinigt von Erwartung und Erfahrung. Man hat lieben und vertrauen gelernt, vergeben und danken. Was jetzt noch fehlt, ist das Vertrauen in das Unbekannte. Der Mut, eine Entscheidung zu treffen, von der man nicht wissen kann, ob sie die richtige ist. Es ist ein ins Wesen des Lebens integrierter Stolperstein, niemals alles wissen zu können. Immer wieder muss man Entscheidungen auf der Basis von Halbwissen treffen. Natürlich weiß ich, dass ich verliebt bin, aber ich weiß nicht, ob ich es in 5 Jahren immer noch sein werde. Ich ersehne auch diesen Job. Aber was weiß ich schon über die Weisheit des Chefs, die Kooperationsfähigkeit der Kollegen und die wirtschaftlichen Aussichten? Vielleicht ist der Laden morgen schon pleite. Jump, die Orchidee, kann nur wirken, wenn andere Orchideen zuvor das Terrain bereitet haben. Man muss es richtig tun oder gar nicht. Die Schlucht lässt sich nicht in 2 kurzen Sprüngen überqueren. Mit halbem Herzen Dinge zu entscheiden, sorgt dafür, dass die andere Herzhälfte zweifelt und enttäuscht wird. Hier geht es um den inneren Sprung in eine neue Dimension des Daseins. Wer sein altes Ich versucht mitzunehmen, der könnte zu schwer werden, um die Schlucht zu überwinden. Jump ist die Orchidee für die Weggabelungen des Lebens. Wer wagt, gewinnt. Und wer nicht wagt, der kann erst mal mit dieser Essenz beginnen. Die abschließende Orchidee für die spirituelle Reise durchs Leben zielt auf die Nutzung einer wahren Superkraft im Menschen. Die wichtigste Aufgabe bei ihr ist es zu erlernen, sie zu beherrschen. Anders beherrscht sie einen. Und die Auswirkungen können sowohl positiv wie negativ sein und außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Man fühlt sich dann wie ein Spielball des Schicksals, das es mal gut, mal weniger gut mit einem meint. Manche nennen es Placebo-Wirkung, wenn ein vollkommen wirkstofffreies Medikament einen wieder gesund werden lässt. Das tut es aber gar nicht. Was einen genesen lässt, ist die Überzeugung, dass man wieder gesund wird. Nicht das Medikament, denn das ist ja erwiesenermaßen wirkungslos. Doch das ist nur die eine, uns angenehmere Seite der Kraft der Überzeugung. Andere Probanden entwickeln Nebenwirkungen, wenn sie solche Zuckerpillen einnehmen. Das nennt man dann Nocebo und auch dessen Wirkung beruht allein auf der Kraft der Gedanken. Wer aber entscheidet, ob uns ein Mittel heilt oder krank macht,
wenn es eigentlich an sich gar nichts macht? Und wollen wir wirklich andere, wer immer das sein mag, für uns entscheiden lassen? Mit dieser abschließenden Orchidee namens Belief geht es darum zu lernen, wie man diese Kraft nutzt, Herr seiner Gedanken, Empfindungen und Entscheidungen zu werden, sich seiner Überzeugungen bewusst zu werden und sie, wenn nötig, zu modifizieren oder gleich ganz loszulassen. Im spirituellen Sinn kann es auch hilfreich sein, für einen gewissen Zeitraum alle Überzeugungen fahren zu lassen und sich vollständig innerlich zu leeren. In der Meditation beispielsweise. Im materiellen Leben können Überzeugungen dagegen die notwendige Orientierung bieten. Belief hilft uns, selbst zu entscheiden, ob wir Placebos oder Nocebos nehmen wollen.